Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Eine Garmin-Uhr bietet eine unglaubliche Palette an Funktionen. Viele findet man schnell, manche sind gut versteckt und andere muss man erst aktivieren. Und genau das ist das Thema meines heutigen Videos. Ich zeige euch heute 10 praktische, aber auch wichtige Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten, die man vielleicht am ersten Blick gar nicht erkennt. Primär betrifft es Uhren der Phoenix, Epix und Forerunner Serie. Die eine oder andere Funktion findet aber auch auf der Venue 3 Anwendung. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Tipp 1. Das Ringmenü. Mit dem Drücken der Taste links oben kommt man bekanntlicherweise ins Steuerungsmenü. Dort habe ich dann einen Schnellzugriff zu verschiedenen Funktionen. Das ist praktisch und erspart einem Zeit. Habt ihr gewusst, dass man noch viele weitere Steuerungen hinzufügen kann? Wenn man die Menütaste lang drückt, erscheint der Punkt Steuerungen hinzufügen und man kann sich weitere Funktionen ins Kreismenü holen. In meinem Fall wähle ich das Telefon und kann somit die Bluetooth-Verbindung ein- und ausschalten, wann immer ich das möchte und muss nicht das Ganze jedes Mal in den Einstellungen suchen. Tipp 2. Hotkeys. Noch schneller geht es, wenn man seine am häufigsten verwendeten Funktionen auf die Tasten der Uhr legt. Geht ins Menü, scrollt ganz runter bis zum Punkt System und wählt Hotkeys aus. Dort könnt ihr dann verschiedene Funktionen auf eure Tasten bzw. Tastenkombinationen legen und aktiviert diese dann durch ein langes Drücken. In meinem Fall habe ich mir den Timer auf die Starttaste gelegt, da ich diesen für mein weiches Ei in der Früh immer wieder benötige. Tipp 3. Position speichern. Auch wahnsinnig praktisch. Im Steuerungsmenü findet man den Punkt Position speichern. Stellt euch vor, ihr geht im Wald spazieren und findet einen tollen Platz mit ganz vielen leckeren Pilzen. Doch leider habt ihr nichts zum Transportieren dabei. Kein Problem, ihr speichert eure Position, geht wieder zurück, holt was zum Transportieren und könnt euch dann mit der Uhr wieder zu dieser Position hin navigieren lassen. Praktisch ist es zum Beispiel auch, wenn man sein Auto bei einem riesigen Einkaufszentrum oder bei einem Konzert geparkt hat. Einfach Position speichern und man findet garantiert wieder sein Fahrzeug. Tipp 4. Connect IQ Store. Von Haus aus gibt es auf Uhren von Garmin bereits einige vorinstallierte Watchfaces. Bei diesen kann man dann die Farbe einstellen und die angezeigten Daten entsprechend ändern. Möchte man aber eine größere Auswahl, kann man sich neue Watchfaces aus dem Connect IQ Store herunterladen. Die App findet man im App Store, diese installiert man sich und kann dann auf hunderte von verschiedenen Designs zugreifen. Viele sind gratis, manche kosten aber auch ein paar Euro. Zusätzlich habt ihr dort auch die Möglichkeit, neue Apps auf eure Uhr zu holen, sei es die Spotify-App, um die Musik direkt von der Uhr zu streamen, oder auch einfach nur so praktische Erweiterungen wie einen Taschenrechner. Hey du, falls dir mein Video bis jetzt gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du mir ein Abo dalasst. Denn dann verpasst du auf der einen Seite keine zukünftigen Videos zu Smartwatches und Sportuhren mehr und auf der anderen Seite zeigst du mir, dass du meinen Content wertschätzt. Ich sage Dankeschön und weiter geht's mit dem Video. Tipp 5. Unwetterwarnung. Wusstet ihr, dass eure Uhr euch vor einem potenziellen Unwetter warnen kann? Um diese Funktion zu aktivieren, geht man in den Einstellungen zum Punkt Sensoren und Zubehör, wählt dort Barometer aus und anschließend Unwetterwarnung. Unter Rate kann man die Sensibilität einstellen. 2 Millibar ist sehr sensibel. Ich persönlich habe hier die goldene Mitte gewählt und zwar 4 Millibar. Die Unwetterwarnungen funktionieren durch Messung von Änderungen im barometrischen Luftdruck. Kommt es zu einer raschen Druckänderung, erkennt das die Uhr und zeigt dann eine Unwetterwarnung an. Relativ praktisch. Tipp 6. Thermometer. Wenn ihr eure Garmin nachts am Arm tragt, dann wird bekanntlich der Schlaf inklusive Schlafphasen, Schlafdauer etc. aufgezeichnet. Seit neuestem auch die Handgelenkstemperatur, welche speziell Frauen bei der Zyklusbestimmung helfen oder generell ein Hinweis für eine bevorstehende Krankheit sein kann. Die Uhr kann aber auch ganz normal als Außenthermometer genutzt werden. Einfach 20 Minuten rauslegen und schon wisst ihr, wie warm oder kalt es draußen ist. Die richtige Temperatur für den Nachwuchs? Kein Problem, die Uhr schafft Abhilfe. Tipp 7. Individuelle Antworten. Auch wenn Uhren von Garmin mehr Sportuhr wie Smartwatch sind, so haben sie trotzdem praktische Funktionen, zum Beispiel das Anzeigen von Benachrichtigungen. Und wenn man die Uhr in Kombination mit einem Android-Smartphone verwendet, dann hat man sogar die Möglichkeit, mit vorgefertigten Antworten auf Anrufe oder Nachrichten zu reagieren.
Reichen einem die Standardantworten nicht, dann geht man dazu in die App, klickt oben auf die Uhr, wählt diese nochmal aus, geht zum Punkt SMS antworten und kann dort diese nach seinem persönlichen Geschmack individualisieren. Tipp 8: Telefonverbindungsalarm. Hast du dich schon mal geärgert, weil die Verbindung zwischen Uhr und Handy abgebrochen war, weil du außerhalb der Reichweite warst und du eine wichtige Nachricht oder einen wichtigen Anruf verpasst hast? Oder du ins Auto eingestiegen bist, losgefahren und dann nach ein paar Minuten bemerkt hast, ach Mann, ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen. Auch hier gibt es Abhilfe. Auf der Uhr findest du im Menüpunkt Benachrichtigung und Alarme unter Systemalarme die Möglichkeit, dich hinweisen zu lassen, wenn die Verbindung zum Smartphone unterbrochen wird. Somit weißt du jederzeit, ob dein Handy in der Nähe ist oder nicht. Tipp 9: Health Snapshot. Will man einen schnellen Überblick über wichtige Gesundheitsfaktoren, so kann man das mit einem Health Snapshot machen. Dies ist eine Funktion, die in einer kurzen zweiminütigen Aufzeichnung die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, die Pulsoximetrie, die Atemfrequenz und den Stress misst. Viele wissen nicht, dass hier beide HFV-Messungen verwendet werden, SDRR und RMSSD. Während die RMSSD-Messung häufig von Athleten herangezogen wird, um Trainingsbereitschaft und Erholung zu beurteilen, gibt die SDRR-Messung Aufschluss auf die allgemeine Herzgesundheit bei täglichen Aktivitäten. Tipp 10: Pulsoximetrie beim Schlaf. Die Blutsauerstoffmessung am Handgelenk ist eine praktische Funktion, wenn man Höhentraining macht oder einen Berg besteigt. Aber auch nachts kann diese Funktion für gewisse Personen sehr wichtig sein. Denn bei Menschen, die an Schlafapnoe leiden, kann es im Schlaf zu Atemaussetzern kommen, was wiederum zur Senkung der Sauerstoffsättigung im Blut führen kann. Standardmäßig ist diese Funktion bei der Schlafüberwachung nicht aktiviert. Wer das aber möchte, der geht im Menü unter Sensoren und Zubehör auf Pulsoximeter und kann dort die Messung im Schlaf einschalten. Somit hilft einem die Uhr zu kontrollieren, ob die Werte im Normalbereich sind, und man kann reagieren, wenn dies einmal nicht der Fall ist. Es ist ja wirklich faszinierend, was diese kleinen Geräte alles können. Und obwohl ich sie tagtäglich verwende, komme ich immer wieder auf neue Dinge drauf. Was sind eure Lieblingsfunktionen auf euren Uhren? Gibt es irgendeine tolle versteckte Funktion, die ich in meinem heutigen Video vergessen habe? Dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und ihr könnt mir dann persönlich darüber erzählen. Ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Meine Lieben, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.